Auf einmal ging die Tür auf und hinter mir kommt der Herr Richard Balfinger mit seinem Gehstock rein und sagt, ein Eicher. Es war 1983. Ich habe die HTL Maschinenbau gemacht und dann nach ungefähr 8-9 Wochen Ferialjob habe ich dann das Bundesheer gemacht mit 6 Monaten und bin dann mehr oder weniger postwendend eigentlich gleich nach dem Abrüsten zu Balfinger gekommen. Und damals hat man 2 HTL-Abgänger gesucht bzw. aufgenommen und einer davon war glücklicherweise ich. Und habe dann nach ca. 10 Jahren die Möglichkeit bekommen, in den technischen Vertrieb zu gehen. Und das habe ich dann auch wahrgenommen. Und damals hat man Leute gesucht, die den Marinemarkt sozusagen aufbauen. Und wir waren damals 3 Leute und haben uns sozusagen die Welt geteilt. Also das war Balfinger war einer der ersten Firmen, die dieses CAD-System installiert hatte, also das Computer-Aided Design. Und es hat 2 Workstations gegeben, im Parterre sozusagen. Und ich habe damals die Aufgabe gehabt, mit dem Richard Balfinger eine Nachlaufkonsole zu konstruieren. Und von ihm kamen die Ideen im Prinzip, ich als Noob kam aus der HTL raus, habe natürlich nicht die Basis gehabt. Und dann haben wir die sozusagen 2D-Zeichnungen auf 3D erhoben. Und ja, wir waren verabredet für in der Früh und ich habe halt schon losgelegt gehabt. Und dann war am Schirm so eine Schrägansicht und die Auflösung war nicht so berauschend. Und der hat halt dann gemeint, wie stark ist denn da jetzt diese Platte, die wir da drauf doppelt haben. Und ich habe dann gesagt, Herr Balfinger, 15 mm, wie Sie das vorgegeben haben. Und dann habe ich halt eine Vermaßung ausgeführt. Und ja, wie es der Teufel haben will, dann war nicht 15,0 dort gestanden, sondern 15,3 oder so irgendwas. Und dann hat er mit seinem Gehstock tatsächlich dann auf den Bildschirm geklopft und gesagt, was soll der Blödsinn, das kann nicht richtig sein. Ja. Und wir haben uns da sehr gut zusammen gerauft und das war eine super spannende Zeit, ja, mit seinem erfahrenen Firmengründer. Ja, es war im Sommer 1993. Genau, und vorher habe ich sozusagen schon die ersten Marinekrane konstruiert gehabt. Es war teilweise eine unangenehme Zeit, weil wenn ich dann sage ich mal, Unterstützung braucht habe in der Konstruktion, und das war natürlich klar, weil ich entweder hätte es am Wochenende machen müssen, um einen Job sozusagen unter der Woche für den Marinevertrieb erledigen zu können, hätte ich dann am Wochenende konstruieren müssen, ja, oder Dinge halt anpassen. Und das wäre überhaupt nicht gegangen. Ja. Und da war es halt teilweise schon, dass die Kollegen ein bisschen ungehalten waren und gesagt, du weißt wie das geht, machst doch selber. Ich sage, was soll ich jetzt machen? Ich muss das Zeug verkaufen. Ja. Und kann nicht jetzt da konstruieren auch noch nebenbei, das wird es nicht spielen. Und das ging so ein halbes Jahr ungefähr, so ein bisschen holprig, wo da teilweise dann schon ein bisschen sandige Betriebe war, weil das Verständnis von den Kollegen nicht da war. Im Prinzip wollte man mich nicht weglassen. Ja, aber es war dann Gott sei Dank schon eine klare Entscheidung von der Geschäftsleitung, wo man gesagt hat, okay, du hast jetzt die Chance, du machst das jetzt für uns, und das ging dann halt entsprechend in die richtige Richtung. Und ja, deshalb bin ich eigentlich heute noch da. Ja, ich sehe mich schon in einer gewissen Art und Weise als Familienmitglied. Das ist schon klar. Ich meine, Familie ist Familie, und das ist, ich sage mal, Firmenmitglied, ja. Aber natürlich, ich sage jetzt einmal, so lange dabei und viel von der Familie gesehen und miterlebt und miterleben dürfen. Das verbindet natürlich schon, ja, das ist klar, das kann man jetzt nicht vergleichen, also wenn man da jetzt mal so einsteigt und es ist alles toll und was die alles machen und so, aber natürlich, ja, da schwingt schon was anderes an. Und zu meiner Zeit war es sowieso klar, da hat es den Richard Balfinger gegeben, den Hubert Balfinger mit seiner Gattin, und ich sage einmal, ich habe mich nie gefürchtet, wenn ich einem Chef begegnet bin, sondern es war einfach irgendwie cool. Der ist präsent und der ist im Haus, und ja, das hat halt was.
Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu einfach gesagt, aber eine Firma, wo ich mehr oder weniger doch mein ganzes Berufsleben verbracht habe, aber eigentlich nicht nur Berufsleben, sondern das zieht sich eigentlich durch mit der Unterbrechung von Urlauben letztendlich. Ja. Und dass ich da sozusagen von einem Schmalspuringenieur, weil letztendlich ist mir ja nicht viel mehr, wenn man aus der HTL rauskommt, doch die Möglichkeit bekommen habe, doch einiges zu bewegen für mich und letztendlich auch für die Firma. Ja.